Hallo, wir sind Dana und Marlon, sind beide im Science Pathway und erklären euch einmal die CTD-Sonde. Also die Sonde besteht erstmal aus einem Metallkäfig, um die Sonde zu schützen, falls sie mal gegen die Bordwand kommen sollte. Dann haben wir den größten Teil der Sonde oder den schwersten, die Batterie, damit die Sonde und der Sensor genügend Energie haben. Dann haben wir natürlich auch den Sensor selber, relativ klein. Hier unten, dieses schwarze Ding, darin passiert eigentlich alles, wovon man nichts sieht. Und dann dieser zweite große Teil ist die Hardware. Da werden alle Daten zwischengespeichert. Und von da aus können die Daten dann auch über ein Kabel, das hier oben angeschlossen wird, an einen Computer übertragen werden. Die Sonde ist in der Theorie bis zu 500 Metern Tiefe einsetzbar, wobei wir das nur bis 75 Meter versuchen werden, da wir in der Theorie mit 5 Knoten Geschwindigkeit bis auf 90 Meter Tiefe kommen würden, dieses Limit aber nicht ausreizen wollen. Und auf die 500 Meter Tiefe kommt man auch wirklich nur von einem stehenden Schiff aus. Und da wir unter Segel nicht einfach anhalten können, bleiben wir bei 75 Meter Tiefe, was für unsere Messung allerdings reicht. Hallo, ich bin Marlon aus dem Science Pathway und heute stelle ich euch vor, was die CTD-Sonde von uns alles kann. Von ihr kann man viele Daten ablesen und sie nimmt viele Messungen aus dem Ozean aus. Zum Beispiel das Datum, die Zeit, die Wassertemperatur, die elektronische Leitfähigkeit, Druck und die Dichte und dazu noch die Schallgeschwindigkeit unter Wasser. Diese Daten werden dann mit einem Computer in der Sonde selbst übertragen an den Computer bei uns und die Daten können wir dann aus einer über 1000 Zeilen langen Excel-Tabelle ablesen. Aus der Excel-Tabelle selber sind aber nur 5 Zeilen oder wenige Zeilen davon für uns relevant, da diese auf der perfekten Höhe stattfinden, wo die perfekten Messungen entnommen werden können. Die Daten, die wir da entnehmen, können wir dann direkt abspeisen und in eine Seite auf unserem iPad eintragen, die Esri heißt, auf der wir die Daten dann eintragen können, sodass unser Weg perfekt verfolgt werden kann und die zugehörigen Daten damit eingetragen werden. Ja, das war's schon. Ich bin die Arina. Ich bin Sarah. Und wir erklären euch jetzt, wie das Experiment funktioniert. Das Experiment funktioniert wie folgt. Bevor wir die Sonde über Bord werfen, befestigen wir noch 2 Kabel an der Sonde. Das eine ist eine Batterie und das andere sind Sensoren. Sobald diese Kabel angeschlossen sind, beginnen die Messungen. Bevor wir dann die Sonde über Bord werfen, befestigen wir noch 2 lange Seile an der Sonde und dann werfen wir sie über Bord. Genau, und diese 2 Seile haben jeweils einen Grund. Das eine Seil, das ist fast 200 Meter lang, wird hier auch Ridiculously Long Seil genannt und das dient dazu, die Sonde am Schluss wieder einzuholen, damit wir sie nicht verlieren. Das andere Seil hat eine bestimmte Länge, zum Beispiel 25 Meter und am Ende ist eine Boje befestigt. Und wenn wir die Sonde ins Wasser werfen, warten wir, bis die Sonde auf eine bestimmte Tiefe abgesunken ist. Dann stellt sich die Boje auf und wir wissen, dass die Tiefe erreicht ist. Und dann können wir die Sonde mit dem langen Seil wieder einholen. Und danach können wir dann die Messungen auswerten. Hallo, ich bin Connor und erkläre euch jetzt die Messdaten und wie wir die in das Esri-Sondensystem einspeichern. Also hier können wir jetzt die Excel-Datei sehen, die wir bekommen, nachdem wir die Messungen gemacht haben. Hier können wir jetzt alle Messungen in der Excel-Tabelle anschauen. Hier, also die Linie, die wir jetzt gerade markiert haben mit grün, das ist bei der Tiefe 30 Metern. Hier links können wir das Jahr sehen mit dem Datum, die Uhrzeit. In dieser Tabelle sehen wir die Temperatur des Wassers, danach kommt die Leitfähigkeit, der Druck ist hier. Hier haben wir einmal den Salzgehalt, einmal die Dichte und die Schallgeschwindigkeit. Das ist hier immer mit einem Komma separiert. Und anhand jetzt des Drucks können wir sehen, wann wir die
Sonde ins Wasser getan haben. Hier oben ist der Druck konstant bei 0,8, 0,8, 0,8 und hier können wir erkennen, dass der Druck steigt, 1,2, 2,5, 3,8. Dadurch erkennen wir, dass die Sonde im Wasser ist. Es steigt immer wieder. Hier haben wir dann einen Druck von 30. Dadurch sehen wir dann, dass es ungefähr bei einer Tiefe von 30 Metern ist. Hier haben wir wieder eine konstante Zahl, die sich wiederholt. Dadurch können wir sehen, dass sie am tiefsten Punkt angekommen ist. Und danach sinkt die Zahl wieder und dann, das ist einfach, dass wir die Sonde wieder aus dem Wasser gezogen haben, bis wir wahrscheinlich wieder bei 0,8 angelangen, wo wir die Sonde vollständig aus dem Wasser gezogen haben und wo der Druck wieder konstant bleibt. Also hier haben wir das Esri-Sondensystem, wo wir unsere Messdaten einspeichern. Zuallererst geben wir die Position ein mit Breitengrad und Längengrad. Somit wissen wir genau, wo wir unsere Messdaten gesammelt haben. Danach geben wir das Datum ein mit der genauen Uferzeit. Später geben wir dann die Wassertiefe ein, genauso wie der Druck, die Temperatur, die Leitfähigkeit, den Salzgehalt, die Dichte und die Schallgeschwindigkeit und somit haben wir das dann eingespeichert und können das später wieder aufrufen.